Morgen, wir sind gerade angekommen und zwar bei der nächsten Location von den Focus Ride Days. Diesmal mussten wir gar nicht so weit fahren, denn wir sind auch im Schwabeländle und zwar in Korb. Wir haben ein riesen Wochenende vor der Brust, wir haben viel zu tun, wir haben noch nie so viele Rideouts verbucht wie dieses Wochenende. Wir haben unsere neuen Jam Squares dabei, die müssen alle getestet werden und wollen getestet werden, aber vorher wollen wir mal noch testen, worauf wir die testen. Deswegen haben wir Dani, Laura, Linus und Julian noch dabei und noch einige andere, mit denen wir Dorfview gegen Kompressor, Affe. Viele andere dabei, die uns jetzt erstmal die ganzen Trails hier vor Ort zeigen. Da haben wir viel zu tun, das sind nämlich gar nicht so wenige, deswegen würde ich sagen, bevor wir viel labern, let's go, lass uns da direkt mal angucken. Das machen wir natürlich nicht, sorry. Korb hat ja quasi schon Legendenstatus. Also man sieht das Downhill-Rennen jedes Jahr, man sieht Euroclips, aber was geht hier eigentlich alles? Ja, hey, in Korb geht richtig viel. Wir haben hier den Shape and Ride, das ist unser Verein, der hat für die legalen Trails gesorgt. Da erfahrt ihr auch später noch mal ein bisschen mehr. Wir haben alles, was du dir vorstellen kannst. Super schnelle Trails, ein paar Sprünge, schöne Kurven, aber auch ganz natürliche Sachen. Gefällt mir? Gefällt mir? Zu bedienen, ja. Gefällt mir. Und womit fangen wir an? Hey, wir fangen an mit der Kreuzeiche, der absolute Klassiker, die Waldautobahn schlechthin. Super schnell, viele Kurven, ein paar Sprünge und verbindet dich eigentlich mit jedem Trail, den es hier gibt. Okay, gibt's da Blitzer? Auf jeden Fall. Alles klar. Confusing which is one from the other, 'cause it doesn't mean so much in the end. I've been trying to, 'cause I'm scared. Using witches, 'cause it doesn't mean so much in the end. Boy, can you hold me? Boy, can you hold me? Boy, can you hold me? Okay, Argstuhl, Traillänge 1170 Meter, Schwierigkeitsgrad Mittel. Der Trail variiert die Härte wie dein Stuhlgang. Am Start noch leicht und fluffy, in der Mitte etwas härter. Im letzten Teil wird's ruppig, presst dein Hinterteil zusammen und durch. Julian, Ja, ist das, was ich denke? ich glaube, das ist, was du denkst, ja. Das ist der Kackstuhl. Es gibt ja zwei Geschichten, wie der Name Kackstuhl vom Trail entstanden ist. Einmal die Variante, dass es eben hier aussieht wie so eine Kloschüssel. Muss ich da reinhauen kann, dieser Stumpf. Das ist der Kackstuhl, ist auch laut Trailbauer tatsächlich die Namensgebung. Allerdings verbreitet sich aktuell eine weitere Geschichte und zwar, dass durch die Steilheit des Trails und die damit verbundene Fahrposition der Name Kackstuhl zustande kam, stimmt aber nicht. Ich nehme die der Trailbauer sagt. Die Geschichte, wenn was der Trailbauer sagt, das ist so. Geltendes Recht. Ne? Jetzt nicken, ganz wichtig. Ja, bei der Brücke muss man sich anders rumsetzen, dass der Arsch da drüber hängt. Ja. Willst du es einmal vormachen? Die stretcht man sich am besten für die Nummer. Halt mal meinen Kader. Ich muss ja kurz improvisiser. Ich weiß selber noch nicht so Guter Stand ist wichtig, oder? Hier, erstmal zwei Griffe. Links, rechts. Dann brauchen wir einen guten Spreizwinkel. Was war das? Wozu? Und dann drückt man die Wurst aus.
Junge, Junge. Wir sind jetzt 2, 3 Sachen gefahren und jetzt war schon alles dabei, von Sprüngen bis Loam-Kurven. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich glaube, hier gibt es sogar noch viel, viel mehr. Gucken wir mal. Ihr seid jetzt schon oft ja hier unterwegs gewesen im Laufe eurer, sag mal, Karriere. Wie hat sich denn das so verändert über die Jahre? Ja, Julian, du kannst da gut was dazu sagen. Also in den letzten 10 Jahren hat sich einiges geändert. Früher war das hier Heimat. Jetzt ist es Rückkehr. Hier kommen die Tränen. Back to the roots quasi. Das ist der Main Spot. Hier sind wir aufgewachsen. Früher vom ersten Kicker, den wir mal im Wald geschaufelt haben, bis zur ersten Kurve. Und dann alles im Kreis immer weiter. Da sind noch ein paar legendäre Downhill-Rennen passiert und ein paar legendäre Touren. Ja, ey, überleg mal, wie sind wir eigentlich alle immer zusammengefahren? Vollständig. Die ganze Szene. Was schon einzigartig ist hier, ist die Traildichte und die kurzen Verbindungswege. Ja. Das war für mich der Grund, warum ich so viel und so gern hier fahre. Du kannst einfach super. Faule Sau. Das ist es. Das ist Wenig Zeit auf dem Schotterweg, viel Zeit auf dem Trail. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenig Zeit auf Schuld. Hier ist das Who is Who der deutschen Underground-schwäbischen Enduro-Race-Szene. Dani Renz, du wusstest einfach, du kannst hierher kommen, jede Woche, egal zu welcher Uhrzeit, Dani Renz Wasserrädle, fährt Intervalle auf. Das Level ist halt hoch. Geile Trails, also gutes Level von den Trails, gutes Level von den Leuten, die hier fahren. Geil, so muss sein. Ich sehe euch auf jeden Fall hier bei irgendeinem Vereinsfest in 20 Jahren an einem Rondell stehen und genau so wie ihr reden. Sind wir hier in der Wanne hochgetretene Sand. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Geschichten dazu bis dahin. Auf das stoßen wir an, oder? Glaub ich auch. Übrigens, hier wird nicht nur Rad gefahren, sondern hier wird auch ordentlich gebaut. Wir treffen nachher noch den Sepp hier vom Verein. Der hat einiges möglich gemacht, die ganzen Trails legal zu bekommen und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Warte mal, bis der Boss kommt. Ja, man hat sich nie, also man hat nicht explizit gesagt, das sind jetzt von hier 20 Meter und dann können wir. Aber ist das Post BW oder? Ja, der Weg, du meinst du bist. 20 Euro reichen bei uns. Die beiden waren halt so. Alright, wir haben gesagt, wir bringen ein paar Informationen und bevor wir uns jetzt irgendwas ausdenken und irgendeinen Quatsch erzählen zu dem Verein, zu was hier überhaupt alles passiert, haben wir uns gedacht, wie immer, wenn man was will, dann fragt man nicht Hänschen, sondern man fragt einen Hans. Deswegen haben wir direkt 2 Leute mitgebracht, die hier wirklich was zu sagen können. Deswegen, wer seid ihr und was macht ihr hier? Warum fragen wir euch? Ich bin der Sepp. Ich bin der Michael. Wir haben zusammen mit 7 anderen vor 3,5 Jahren den Verein Shape Red gegründet. Und wir legalisieren Trails, bauen, pflegen die Trails und bieten den Mountainbikern eine coole Geschichte hier. Das sind mittlerweile 750 Mitglieder, 760, 750. 760 Mitglieder in 3,5 Jahren. Wir sind richtig steil gegangen. Angefangen mit 9 über 40-Jährigen, die am Anfang belächelt wurden von ihren Ehefrauen. So, naja, wir sollen schon zu euch kommen. Und haben jetzt echt eine richtig coole, große Sache eigentlich geschaffen. Geil. Krass, ja, also 3,5 Jahre ist auch ein bisschen vergleichbar mit den, wo wir schon mal mit den Focus Ride Days waren. Was da auffällt ist, das ist krass schnell. Also für wie viele Trails, wovon reden wir jetzt hier? Also wir sind ja, ich bin so viel hier schon gefahren, ich weiß gar nicht, wann das aufhört. Wie viel habt ihr? Wir haben aktuell 17. legalisierte 17, 17 befahrbare Trails. 30 sind eigentlich eingereicht und könnten noch gebaut werden. Also in Summe 30 Trails nachher. Sind 35 Kilometer 35 Kilometer zurzeit, was wir gerade haben. und wird halt sukzessive ausgebaut. Mit Downhill-Strecke, mit einem Dirtpark, der gerade entsteht, wo wir die Patenschaft übernommen haben. Ja. Krass. Ihr habt Bauen schon angesprochen. Bei der Menge, wie läuft das? Wie managt ihr das als Verein? Bei uns nennen wir das Shape Days. Jetzt
beginnt ja quasi die Shape-Zeit, ja, also die Buddelzeit. Perfekte Saison. Genau, Off-Season. Und einmal im Monat gibt es einen großen Shape Day. Der wird ausgerufen, der wird geplant im Vorfeld. Wir haben die Sea Gods, Chief Godfather of Trails nennen wir die. Sagt der Namensgebung. Ja. Und dann gibt es die Godfather of Trails, also es ist wie so eine Art Patenschaft. Die Trailpaten, genau. Trailpaten, genau. Und die kennen ihre Trails, die sind hier oft, die machen auch die Begehung unterjährig und schauen, dass wenn Bäume umgestützt sind, dass halt dann das Forstteam, ja, haben wir auch 2, mit der Kettensäge ausrücken. Und mit denen wird es im Vorfeld besprochen. Wir haben jetzt nächste Woche Dienstag, ja, am 23. haben wir Planungssitzung, wo wir überlegen, was machen wir jetzt in der Off-Season, wo bauen wir was, wo brauchen ein größerer Service, ein kleinerer Service. Und dann werden die Shape Days ausgerufen. In der Vereins-, in der Community und halt über Instagram, ja, über unseren Kanal im Prinzip. Und dann wird gebaut. Wie viele Leute kommen da? 15 bis 30, je nachdem wie groß der Shape Day ist. Ob es bloß kleine Ausbesserungen sind, ob du jetzt mal ein Trail freiblasen musst, ob du mal eine Kurve ausbessern musst, dann sind halt wenige. Oder wenn wir mal eine richtig neue Line ziehen, dann werden es schon mal 30. Wir haben auch schon mal 40 gehabt. Also ja. Von 6 bis 60. Genau. Da ist alles von dabei. Klein bis groß. Von absoluter Ahnung und Wissen in der Theorie wie in der Praxis, ja. Wie so ungefähr. Ich habe noch nie eine Schaufel in der Hand gehabt, aber ich habe Bock bei euch zu bauen. Das ist krass. Ich meine, man merkt es auch beim Fahren, diese Spanne. Wir haben ja hier so ein paar entspannte Flow-Trails schon gefahren, aber die Downhill-Strecke, die hat es ja schon in sich. Also mega krass auf jeden Fall. Man merkt wirklich, Hut ab, wenn hier was gemacht wird, dann wird es richtig gemacht. Vielen Dank für eure Arbeit und dass wir hier fahren können und auch die Rideouts jetzt die nächsten Tage organisieren dürfen. Wir sind jetzt noch nicht mal alle Trails gefahren, deswegen die Frage an euch, was ist jeweils von euch der Lieblingstrail? Was müssen wir auf jeden Fall noch abchecken? Ja, ist schwer. Wenn man alle kennt, ist schwer. Ist schwer. Schwierig. Eine Mischung. Ja. Von jedem Trail, wenn man von jedem Trail das Beste rauspicken würde, würde ich sagen, Kreuzeiche, die Ballerlein oben, dann Kackstuhl, unten die Anleger mit durch den Wald. Magic ist super. Magic, Premium, jetzt bei den Bedingungen kannst du dein Skillset verbessern. Die Kopfsache. Ja? Kopfsache ist nice zum Einrollen. Ja. Oder das Loch, unser Shorty, ja. Also die haben alle irgendwie was. Kurventrail ist jetzt auch besser geworden, ja. Geil, also ich glaube, wenn ich das so höre, 17 Trails, ach du Schande. Ich glaube, die Zeit drückt, ich würde sagen... Wir haben drüben in Weinstadt auch noch welche. Es geht noch weiter, ich glaube, wir ziehen besser los. Nicht zu vergessen, ja. Ich glaube, wir ziehen besser los und gucken mal, dass wir so viel wie es geht vor morgen abklappern, also let's go. Omo Trail, ganz neuer Name. Früher hatte der 4 Buchstaben, ein H zu Anfang, aber was machen die Franzosen beim Radfahren? Abkürzen. Abkürzen, deswegen haben wir das H gestrichen, das können sie nicht aussprechen. Omo Trail. Es war richtig, was ich gesagt habe. Hast du gehört? Richtige Antwort. Nicht mehr Rennfahrer, aber ich wusste es. Der ist nur politisch korrekt jetzt der Name vom Trail. Weiß nicht. Schreibt's in die Comments. Das ist es in dem Plakat. Ja. Herzlich willkommen zu einer kurzen Tour durch den Wald. Spuren unserer Tiere. Flora, Fauna. Hier ein sehr großes Vorkommen im Korber Stadtwald. Okay, wow. Aber wie sagst du hier, rote gegen schwarze Eichhörnchen bei uns im Wald? Das ist Quatsch. Warum ist das Quatsch? Weil die eine Art sind, die roten und die schwarzen. Die Das war falsch. Warum ist das Nein, Quatsch? das stimmt nicht. Ja, die Roten sind die Guten, die Schwarzen sind die Bösen und die vertreiben die Roten. Nein, und dann haben die Roten nichts mehr. Das ist eine Quatschgeschichte. Das ist so. Herr Lehrer? Nicht, nein. Silenzium. Die Rote sind schneller und damit ist das Thema gegessen.
it's a wrap, das war's. Die Focus Ride Days für dieses Jahr sind vorbei. Vielen Dank an Shape & Ride hier in Koop und alle, die dabei waren. Ich glaube, es war die größte Gruppe, die wir bisher hatten. Wir haben jetzt noch viel zu tun. Wir machen jetzt noch einen Abwasch und essen noch ein Stück Pizza und dann geht's nächstes Jahr weiter. Checkt doch noch mal die anderen Videos von den anderen Ride Days aus, von Eberbach und Lakebike. Und darüber hinaus soll es natürlich nächstes Jahr weitergehen. Also wir brauchen noch Vorschläge. Ihr wisst jetzt so langsam, wie das hier läuft, was wir machen. Schreibt uns in die Kommentare und schreibt uns persönlich, wo wir vielleicht als nächstes hinkommen sollen. Vielleicht habt ihr auch so einen Spot, wo sowas mal richtig cool wäre. Und wir wollen noch mehr Locations auf unseren EMTBs abchecken. Von daher schreibt uns und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Peace. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history.